So, und damit, dann würde ich jetzt mal anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge und einem ersten Stream von Edna bricht aus, hier bei mir. Ich bin Charlie und wir starten jetzt, glaube ich, mal ins Spiel rein. Ich habe zwar die Universal Edition, spiele aber trotzdem jetzt die Originalgrafik, weil ich so ein bisschen altmodisch bin und diese Grafik einfach liebe. Das ist super süß. So, dann neues Spiel. Ja, neues Glück. Hallo? Ist das so mit der Lautstärke in Ordnung? Pah. Okay, danke. So, kann ich dann die Maus irgendwann noch bewegen? Den Zeiger? Hallo? Ah, ich muss noch Was warten. ist los? Ach nichts. Dupidupidupidupidu. Schon ein bisschen länger her, das Spiel. Wow. Ich liebe dieses Spiel. So, jetzt können wir auch klicken. Also, das ist kein Blind Let's Play. Ich habe dieses Spiel schon gespielt. Ich habe davon schon Let's Plays geguckt. Ich habe dieses Spiel geliebt. Also wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, weil ich nicht mehr ganz so viel rätseln muss. Aber manche Sachen habe ich vielleicht auch vergessen. Aber insgesamt liebe ich dieses Spiel und hatte darauf Lust. Also machen wir das jetzt nochmal. So. Hallo Edna, hallo Harvey. So. Sieh mal, Harvey. Oha, du hast ein Stuhlbein gefunden. Meine Heldin. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar, ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Meinst du? Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. So. Hey, Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ah! 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 Ist da drin bald mal Ruhe? Nein. Ich liebe das Spiel auch dafür, dass man jede einzelne Sache mit allem Möglichen interagieren kann. Das ist super, super gut. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Ah, okay, das hatten wir Du gerade schon. meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ah. Ist da drin bald mal Ruhe? Wow. Ich will jetzt auch nicht zu schnell spielen, weil ich weiß ja theoretisch schon, wie es weitergeht. Aber irgendwie erstmal wieder ankommen in dem Spiel. Ist schon eine Weile her. So, Gitter? Hallo? Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Süß. Hm.
Das klappt so nicht. Oh, schade. Nicht mit Harvey direkt reden. So. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ja, sehr gemütlich. Auf jeden Fall. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Ja, die ganz, ganz böse, böse Tür. Böse Tür. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Stimmt. Stehen bleiben, Tisch. Brav. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Der arme Tisch. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Dann könntest du ihn in die Tasche stecken, ganz bestimmt. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ja, es ist ein bisschen geschummelt. Ich kenne es, wie gesagt, schon. Aber irgendwann muss man auch mal loslegen. Zumindest ein bisschen. Den Tisch hatten wir schon, aber da hatten wir Hey, schon. Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Ah, das Nur hatten wenn wir ich auch der schon. Chirurg Oh, sein darf. Dann lieber nicht. dann lieber nicht. Ja, so. Ja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen los. Tisch, Stuhlbein, Stuhlbein. Stuhlbein. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. So. Guck mal, Hey, habe ich ein komme damit nicht zu Stuhlbein. nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Das wollen wir natürlich nicht. Nehmen. Polster. Und ja, jetzt müssen wir alle einmal öffnen. Wenn wir schon ein bisschen durchwaschen, dann zumindest alles mitnehmen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das Geräusch. Da oben noch. Vorerst genug geschlitzt. Man kann nie genug schlitzen.
Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Man konnte doch irgendwie auch noch anzeigen lassen, was man alles machen kann. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Jetzt drücke ich wahrscheinlich gleich Alt F5 aus Versehen. Alt F4, wie auch immer. Nein, so auch nicht. Stimmt, danke. Danke für den Tipp. Geht ja. Freiheit! Ah, ja. Freiheit! Ich will hier raus! Vergiss es. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Hey! Hallo! Hallo. Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Ah, jetzt kann ich auch mit dem sprechen noch. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ist noch was? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Nicht mehr ganz so gepolstert wie vorher. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Wie kannst du es wagen, anzudeuten, dass Harvey nicht existiert? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Ah, Was stimmt, für eine man musste ja auch mit ihm Klimaanlage? reden. Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Der Doktor ist nicht so verrückt. Also so, was ich noch mich erinnere, so richtig sauber tickt er aber auch nicht. Ohne jetzt zu viel zu spoilern. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Ja, er war auch ein richtiger Sympath. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Wünsch dir was, Tag. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Wie schadenfroh kann man sein? Er so, ja. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt?
Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Hm. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Ach ja, stimmt, man musste den Honig ums Maul schmieren. Ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Das würde ich gerne sagen, aber wenn wir hier nicht noch länger stehen wollen, dann müssen wir jetzt mal langsam damit anfangen. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Oha, dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Bist du sicher Spielst ein du in einer berühmter Mannschaft Sportler? oder so? Oh. Nun, ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Diese berühmten Minigolf-Sportler immer. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Da Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Film. Mm. Der luftige Spalt. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Das Stuhlbein muss wieder ran. Ja. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Ja. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Harvey. Komm mal her. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Ja, immer dieses Problem mit dem kollektiven Gedächtnis.
Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, Tempomorph mich in die Vergangenheit. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Ich liebe die Musik in den Vergangenheitsdingern am Anfang, die ist so schön. Und ich mag diese Treppe, diese viel zu lange Treppe. So, Harvey, na? Ich wollte eigentlich nur auf die Treppe klicken. Damit Klinke. ließe sich die Tür öffnen. Wenn nicht abgesperrt wäre. Ich sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Sonst würdest du auch nicht die Küche sehen, Harvey. Edna wird da auch nichts ausrichten können. Der Schlüssel fehlt. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war's, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Schlüsselloch. Gucken wir mal. Edna wird da auch nichts ausrichten können. Der Schlüssel fehlt. Okay, so guckt man nicht. Hä? Edna wird da auch nichts ausrichten können. Der Schlüssel fehlt. Ich drücke aufs Auge und Edna wird da auch nichts ausrichten können. Nee, ich will auch erstmal nur durchs Schlüsselloch luschern, um die Küche zu sehen. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Gerade. Vielleicht braucht man dafür Edna. Raus. Eine langstielige, stabile Hake. Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Spinnen. Einmal hat Edna Knallfrösche in den Ofen geworfen. Der Ofen war damals allerdings aus. Dafür saß Ednas Spielkamerad Alfred im Kessel. Wie lange muss Öl stehen, bis es fest wird? Länger. Das ist Hagebuttendistelkompott. Das hat Mathis, Ednas Vater, von Oma bekommen. Mathis bewahrt es im Keller auf, weil es die Ratten fernhält. Ja. Es gibt einen Grund, dass sie im Keller gelandet sind. Der Grund ist, sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Leer. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Zinnober, Finish Umbra und Kiwi Pastell. Edna war damals schon so lässig. Edna ist mit Abstand der interessanteste Mensch auf dem Globus. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut
Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. So, dann gehen wir mal auf Edna. Komm mal mit, Edna. Geht nicht? Hä? Ich sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Ah, du musst drehen. Wechseln. So, jetzt aber. Gucken. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow, das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Ding, ding. Die Türklinke verspottet mich. Verschlossen. Was auch sonst. Man kann es ja mal versuchen. Du wirst mich nicht aufhalten können, böswillige Klinke. Harvey hat mir versprochen, dass wir hier rauskommen. Und ich vertraue ihm. Schrauben. Die Schrauben halten eine Verblendung, was wohl dahinter ist. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Mit bloßen Händen keine Chance. Ah, das hatte ich gerade schon. Verschlossen. Was auch Sorry? sonst. Das ist nur das gleiche. Nochmal. Verschlossen. Was auch sonst. So, dann gehe ich nochmal darunter. Hat sie die gleiche Erinnerung? Der gute alte Ofen. Nö, sie hat gar keine. Hallo Er würde Ofen. ja doch nicht antworten. Schade. Dass sie mal sowas sagen würde. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Was stehst du da rum? Mach dich nützlich. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja klar. Ich will die Spinnen nicht stören. Eine Hake. Autsch! Heiß. Ja. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Mit einer Menge Fantasie. Igitt. In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Ja, die Handtücher sind auch in deiner Welt unnütz. Okay. Leer. Eine Katze würde sich jetzt darüber freuen. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. So. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Ja, ja, ach Alfred. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Draußen. So. Okay, man kann zwar Nachbarn sehen, aber man kann Nachbarn nicht anklicken. Es ist ein herrlicher Tag. Wenn man gar nichts anderes weiß, redet man über das Wetter.